Jevamayi shekito sauhidartha Janeshu dehantaravatikeshu Geheshu jayatmajarati matsu Na priti yukta javadarthascha Jevamayi shekito sauhidartha Janeshu dehantaravatikeshu Geheshu jayatmajarati matsu Na priti yukta javadarthascha loke. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Goshtipati, der hat uns gesagt, ohne vollkommene Hingabe zum spirituellen Meister ist Bhajan nicht möglich. Bhajan beginnt mit dem spirituellen Meister. Also das ist der wichtigste Punkt. Hingabe zum Gurudev. Nachher öffnet sich alles andere. So, es gibt viele spirituelle Organisationen, was vielleicht erstellt worden sind von materialistischen Leuten in Rajagun. So, die Organisationen, was aufgebaut sind von materiellen Leuten, die was selber nur in Rajaguna sein, in dem Guna der Leidenschaft, von denen kann man nicht wirklich erwarten, dass wirklicher Idealismus gepredigt wird. Es ist nicht nur das der Punkt, sondern solche Leute haben auch gehen viele schmutzige Tätigkeiten nach. Und die Leute, die normalen Leute, die können das sehen und die können dann sagen, was ist das für einer, auf sowas spuckt man. Also ideale Lehren kann man nicht erwarten, dass die gepredigt werden von solchen Leuten, die so ein doppelseitiges Leben haben. You can remember the other day you were speaking. Letztes Mal hat er davon gesprochen, dass du eben, wenn du wirklich nicht die komplette Anziehung hast zu Apakrita Kamadev Sri Krishna, dann sei dir sicher, dass Maya Devi die ganz, ganz leicht in Miserie bringt. Also das haben wir das letzte Mal gehört. So der Vers, was er heute gesagt hat, ist das Gleiche, dass diejenigen, was eben nicht wirklich die totale Anziehung haben zu Krishna, dann können sie nicht sich erwarten, dass sie wirklich Erfolg haben. Letztes Mal hat er gesprochen über die Verse vom Chatur Shloki Bhagavatam. So vom Brahma hat Bhagavan Sri Krishna gesprochen. Ritiyarthan yat patitu na patitu chatmani tad vidvat manamayam jathatmaha yatha mahanti bhutani bhuteshu uchavashishunu pravishtannu pravishthani tatat na tatha teshu aham etavadeva jigyasam tattva jigyasunatanaha annayvati rikabhyam jat sat sarvatu sarvat etatmatam samatishta paramena samadhinam bhavanu kalpa vikalpeshu na vimajiti kaiti. So, das sind die 4 Verse vom
Chatusloka Bhagavatam. I already giving you advice, Bhagavad Tattva Vigyan. I already giving you Bhagavad Tattva Vigyan. So, Krishna sagt, oh, zum Brahma, er hat dem Brahma schon, ich habe gegeben, Bhagavad Tattva. So, wenn du jetzt den ganzen Ratschlag und das alles akzeptierst, if you are going to stay very peacefully, because you have no pain of any enjoyment. So, wenn du wirklich Freiheit fühlst, dass du hast kein Verlangen mehr, materielles Verlangen. So, du hast jetzt nur mehr die Sichtweise, das ist Dhyana, Meditation. Deo, das Objekt, über das du meditierst. Und ununterbrochene Meditation, das nennt sich dann Samadhi. Und keine äußeren Umstände mehr, die beeinflussen, materielle Einflüsse. Nichts in deinem Geist und nichts in deinem äußeren Umfeld. So, du hast nur mehr die Substanz oder die Form von höchsten Herrn in deiner Meditation und all seine Geweihten. In that case, what happens, then your paramen, etat matam samadhishta parameno samadhina, etat matam samadhishta parameno samadhina, parameno etat matam, what I advise you, samadhishta samagrupena tishtati, tishtame, you have to stay very, very peacefully, automatically. Also wenn du das annimmst, Bhavan, das ist eine ganz verehrenswürdige Anrede. In dem Kalpa oder im nächsten Kalpa, das Zeitalter, er erklärt jetzt das Wort für Wort. So, Krishna sagt, du hast meine Segnungen, du wirst dich nicht gestört fühlen. Weil der Seva von Kreation, von der Welt, ist der Seva in Rajaguna. Und das kann gefährlich sein. Aber Krishna gibt ihm die Segnung, dass die das nicht in Schwierigkeiten bringen kann. So, was er damit sagen will, ist, ohne die Segnungen von Guru und Vaishnava und Bhagavan ist Bhajan für uns nicht ausführbar. Jauvanam Dana Sampadam. So junges Alter, wo das Blut noch ganz heiß ist, wo man viele Sachen machen will, dass du Kontrolle, oder das nächste ist, dass du Kontrolle über die Leute kriegst, alle sollen mich verehren, das nennt sich, oder das ist ein gefährlicher Zustand. Prabhupada hat öfters erwähnt, dass wenn du versuchst, Kontrolle über die Gesellschaft zu kriegen, dann sei dir sicher, dass das ein Fessel ist für dich. Es nennt sich Yoshit Sangha. Es gibt verschiedene Arten von Yoshit, Bodhishta, Yoshit, Kanimikanchan, Yoshit, Ruhm, Ehre, Reichtum und alle Dinge. Na tatatsu bhavet bandho. Also es ist ganz eine starke Fessel. You can never be in such a tight position.
You cannot be in such a tight position if you are not going to do your system. Also die Fesseln, die kamen nur von Yoshit Sangha. Yoshit Sangha, das bringt die in die Fesseln. Aber wenn du dem aus dem Weg gehst, Yoshit Sangha, dann bist du frei. Am schönsten ist ganz starke Fessel. Das ist in der Form von Yoshit Sangha. Das hat er schon mehrmals erklärt. Und genau diejenigen, die was die Gemeinschaft von den Leuten haben, die was in Yoshit Sangha sein, die reißen sie mit. Die kommen mit ihnen. Genauso rutschen ihr Bewusstsein geht mehr runter und runter. So Jugend, Dana, Reichtum, Prabhutam, dass du versuchst, König zu werden und Kontrolle über gewisse Situationen zu kriegen. Und du kannst nicht verstehen, was Rechtschaffenheit ist und was nicht. Du weißt nicht in Situationen, was du machen sollst und was nicht. Du kannst keine Entscheidung treffen. Da ist kein, das Unterscheidungsvermögen fehlt. Und das ist ein Grund für große Schwierigkeiten. Jugend ist ein gefährliches Alter. Wenn du nicht wirklich Guru und Vaishnava folgst, dann kannst du nicht kontrollieren. Das ist nicht möglich. Diejenigen, was reiche Leute, und die haben auch das Problem. Die können sich dann auch nicht mehr kontrollieren, wenn sie zu viel Macht und Reichtum haben. Janma Aishwar Sudibir Subir Dhamma Kinchana Gochara. So nur diejenigen, die was wirklich Akinchan sein, sagt Kunti Devi, die können Bhajana wirklich ausführen. So, die haben der Kinchan, das bedeutet, dass derjenige wirklich nur Krishna im Herzen hat. Alles andere ist relativ. Und das Relative bringt er dann in Verbindung mit Krishna, dann passt es. Aber sein Fokus ist vollkommen auf Krishna. Warum sind all unsere Guru Vargas so spirituell auf so hohe Stufen? Weil die genau die Technik verfolgen, wie sie alles in Verbindung bringen können mit Krishna. Sogar gefährliche Personen oder schlechte Personen, sündige Personen, aber in Form Acharya und große Acharyas, die haben verstanden, wie sie die Natur von den Leuten oder solche Leute in Krishna Seva einteilen können. Die selber wissen es vielleicht nicht, dass sie Krishna Seva machen, aber die Guru und Vaishnava auf so einer Stufe, die sind so clever, wie sie eben genau wissen, wie sie die Leute von dem materiellen Leben ins spirituelle Leben bringen, wo man Krishna im Dienst abbringt. So heute ist der Verscheidungstag auch vom Bhakti Kumud und Goswami Maharaj. So, das sind Personen, die waren rund um die Uhr mit Nonstop Seva beschäftigt.
So, ohne dass man eben ununterbrochene Stimmung von Seva entwickelt zu einem wirklichen spirituellen Lehrer. Nachher das Rauskommen aus der materiellen Energie nicht möglich. Non-stop seva mood unto the lotus feet of Tattva-jnana Gurus. Till then there is no way out. Big problem. Srila Sankarusi Maharaj is disappearance day today. He was successful to teach us, some of us, not everybody. He was successful in his bhajan, Nitya Parshad is, but still, he was successful Acharya, for a minute to say. He was successful Acharya. Kumud Goswami Maharaj war mit Sicherheit ein ganz erfolgreicher Acharya. Was verstehen wir jetzt unter erfolgreicher Acharya? Erfolgreicher Acharya bedeutet, dass er die Lehren und Bhakti in das Herz von den bedingten Seelen setzen kann, geben kann. What Siddha Mahatma, Gurupada Padma, what Gurupada Padma can do? Gurupada Padma can try his best to inculcate his seva mood inside. So Gurupada Padma, der ist derjenige, was das Beste versucht, um in unser Herz Bhakti zu geben. Achinoti Shastvartam. Achinoti Shastvartam. Achinoti Shastvartam Acharya. Stapyantyam. Swayam Acharya Tasmat Acharya Stena Kirtida. He is successful Acharya who can give you inspiration. Who can give you inspiration in Krishna Bhajan? Who can give you inspiration in Krishna Bhajan? You become very interested to follow your Gurudev. You become very much interested. Derjenige, der was dir Interesse in Hari Bhajan geben kann, das ist eine Art von spiritueller Lehre. Und so ein Guru wird dann immer mehr und mehr in deinem Herzen die Seva-Mut aufblühen lassen. Nachher kannst du wirklich zum wirklichen Schüler werden. Ununterbrochener Dienst zu Guru und Vaishnava, das ist wirklich ein Guru Seva. Und sein Name war Radharaman Prabhu, wo ein Junge war. Er ist in Midnapur erschienen, von einer Zamindar-Family, so eine große, reiche Familie eigentlich. Bhakti, Kumud, Goswami Maharaj, wenn die zum Predigen gegangen sind, von denen hat eben der kleine Junge gehört und war ganz inspiriert, dann den Weg zu gehen. Sein Onkel und all seine Familie schon, das sind auch alle eingeweiht in der Gaudiya Math. Oder Schüler von Prabhupada sogar. Sein Onkel, der war in der Chaitanya. Continuous kirtan, very nice. So, in their house, Radharaman Vigraha, there. So, in ihrem Haus haben sie Radharaman Vigraha gehabt. So, when Maharaj was very small, so im jungen Alter, da ist Van Goswami Maharaj und Bhakti Pramod Goswami Maharaj seien ihn besuchen gegangen. Zu der Zeit war Bhakti Pramod Puri Goswami als Nemi Paramananda Prabhu. Und der Junge war inspiriert von Harikatha und Kirtan.
Und Bhakti Goswami Maharaj, fragt seinem Vater, willst du deinem Sohn geben, dass er wirklich den Weg gehen kann für Haribhajan? Kannst du uns in den Tempel gehen? Und nachher der Junge war inspiriert und er ist mitgegangen. Und hat dann Prabhupada Darshan gehabt und hat Harinam Diksha eingenommen. So he took Harinam Diksha, everything, and doing bhajan there with a small boy. Very energetic. So ganz voll enthusiastische Energie war. Über Madhav Maharaj ist gesagt worden, dass er wie vulkanische Energie war. Und so der Kumud Goswami Maharaj, der hat da volle Energie gehabt. Jede Zeit. Prabhupada hat ihn total gern gehabt. Hat nicht mal hin und wieder da den Seva geben und den Seva. Normalerweise ist er immer mitgegangen mit verschiedenen Devotees, die was predigen gegangen sind. Sogar abseits nach Thailand und so weiter. So von der Kindheit hört er dann schon das ganze Siddhanta und Tattva. Und er hat ein ganz großes Wissen gekriegt, automatisch. Wenn er von Prabhupada die Harikatha hört, Kumud Goswami hat ihm einmal gesagt, zum Shyamdas Babaji Maharaj, einmal hat er immer Anweisungen gegeben, oh, du musst Harikatha sprechen jetzt. Und er als kleiner Junge hat da ein bisschen Angst gehabt, wie kann er Harikatha sprechen? Weil das System war, dass alle, die was in der Gaudiya-Mission sind, die sollen Harikatha sprechen. Das ist das System gewesen. Prabhupada hat gesagt, du musst Harikatha heute sprechen. Bhakti Pramod Puri Goswami hat täglich fast Harikatha gesprochen. So Prabhupada hat ihnen die Anordnung gegeben, ihr müsst Harikatha sprechen. Der kleine Bruder sagt, er weiß nicht, was er sprechen soll. Und dann am Nachmittag ist er im Wasser gesessen und hat gebetet, oh, dass er irgendwas sagen kann. Und nachher hat er gewisse Kraft gefühlt, spirituelle Kraft. Und dann hat er was gesagt, Harikatha. Und Prabhupada hat die Harikatha vom Balkon gehört. Und Kumud Goswami sagt, er hat es nicht realisieren können, dass Prabhupada gehört hat von oben, vom Balkon. So Prabhupada jeden Seva, was er ihm gegeben hat, hat er gesagt, oh ja, das kann er machen. Einmal hat ein Prabhupada gesagt, oh, schreib doch einmal einen Artikel für das Gaudiya Patrika. Shantanu Goswami als kleiner Junge hat er geschrieben über das Guru Tattva. After editing, it was the system after editing. Everybody writing, after that Prabhupada can check up. Gaudiya editor is there also. Also das ist so gewesen, die haben geschrieben und dann hat es schlussendlich Prabhupada editiert und dann ein paar andere editiert und dann war das, so war das System und dann ist es publiziert worden. Und der Gaudiya-Editor, der hat ein Wort gesehen, Shiva Sarup Hoy Guru Nityadas.
Und er hat dann zu Prabhupada gesagt, oh, Radharaman Brahmachari, jetzt statt Krishna hat der Guru gesagt, er verändert die Worte vom Chaitanya Charitamrita. Jiva Swarupai, Krishna Nitya Das, aber er schreibt Guru Nitya Das. So, what to do? Overfitting actually, Radharaman is a very small boy, but actually his writing is okay, nice, no problem. He is writing perfect things. They will have to publish it. So this way it was published. So actually, after Prabhupada gone, when Prabhupada is there continuously, he is doing seva all the time. At present, we think that if we can hear sweet, sweet philosophy, then that is called Harikatha. Heutzutage ist es so, dass die Leute denken, wenn sie ganz schmeichelnde Harikatha hören, machen dieses Harikatha freundlich sprechen und humorvoll. Aber Bhakti Kumud Maharaj hat immer stark gesprochen, streng gesprochen und hat keinen Kompromiss gemacht mit irgendwelchen Sahajyas oder irgendwelchen. From Chaitanya Charitamrita, one sloka we can find that Kaya Monobhakya Kare Udveg Kare Udveg Mani Be. Das ist ein Vers im Chaitanya Charitamrita. What is the meaning? Kaya means body, speech, by body, speech and mind. So, das ist Körper, Sprache und Geist. Sollst du nicht an Schmerz zu jemandem geben. But most of the people, those who are preaching, they are going to misuse this point. Kaimani-Vake bedeutet, dass du nicht durch Worte, durch den Geist und durch den Körper sollst du keine Schwierigkeiten bringen. Aber das bedeutet nicht, dass der Prediger jetzt Haut sprechen kann, weil so viele die versuchen jetzt den Vers zu verdrehen, weil das Sprechen über die absolute Wahrheit kann und muss manchmal hart sein und muss die absolute Wahrheit sein. So, wir können ja nicht sagen, wenn es jetzt einen anderen stört, die Sprache oder die Worte oder einen verletzt, nachher, das ist so wie ein Chirurg, der was eben einen Patienten operiert. Das ist vielleicht schmerzhaft, aber schlussendlich hilft es. So, der Vers ist auf das nicht bedacht, sondern über die absolute Wahrheit muss immer kompromisslos gesprochen werden. Untim Bani. It is called Untim Bani, last advice. When Prabhupada going away from the desert bed, then before that, Prabhupada giving some advice. That was published by Paramahansa Bhakti Madhav Goswami Maharaj also, Bhakti Bhagavad Goswami Maharaj also. From this time to time it was published. The first advice, So der erste Ratschlag, den was Prabhupada zum Schluss seines Lebens gegeben hat, wo die Welt dann verlassen hat, das ist ja von vielen, die wo das publiziert worden oder gedruckt worden. So, der Ratschlag ist, um euch alle in Haribhajan zu vertiefen, war ich gebunden, euch gewisse Schwierigkeiten zu bereiten. Und das ist aber, warum so viele Leute haben mich missverstanden. If they are going to grow their consciousness day by day, someday they can understand that how much love and affection I have for them, why I was bound to put them in trouble, why I was bound to speak them about absolute truth, absolute way, why I was bound to give them tension only to engage them in actual Haribhajan.
So, den Schmerz oder die Schwierigkeiten, was Prabhupada gesagt hat, den was er uns gegeben hat müssen, das war nur, um uns wirklich im echten Haribhajan zu bringen, auf dem richtigen Weg. Diejenigen, die was über die absolute Wahrheit sprechen, das sollten kein Hauch von Verlangen haben, dass sie irgendwie Popularität oder Macht oder sowas, irgendwas durch das erlangen, durch ihre Sprache oder durch ihr Predigen. Also du kannst Popularität wollen oder über die absolute Wahrheit sprechen. Wenn du nämlich über die absolute Wahrheit sprichst, dann kannst du sicher sein, dass du nicht populär wärst in der Welt heutzutage. Und deswegen macht es keiner, weil jeder You have no right to speak about the absolute truth. You cannot get inspiration. You cannot get power. You cannot get power to speak about that absolute truth. You cannot speak. Und du hast ja keine Möglichkeit, du wirst keine Kraft kriegen, wenn du so einer Popularität folgen willst. Das ist dann nur trockene Philosophie. So heutzutage die Technik vom Predigen ist so, dass du die wirkliche absolute Wahrheit unterdrückst. So, desto mehr du die absolute Wahrheit beiseite schieben kannst, desto mehr wirst du heutzutage erfolgreich. So diejenigen, die was die absolute Wahrheit beiseite schieben können, das sind heutzutage große Prediger. Bhakti Goswami und Prabhupada, die haben gesagt, halbe Wahrheiten sind keine Wahrheiten. So, du sprichst vielleicht eine halbe Wahrheit. So, halbe Wahrheit ist nicht wirklich wahr. Our Guru Vargo, actually, those who are preaching extensively, big way, they are going here and there by the order of Srila Prabhupada. They are going here and there by the order of Srila Prabhupada. So, it was their duty to speak about the absolute truth, because it was standing instruction of Srila Prabhupada. You will have to speak. The mercy of Chaitanya Mahaprabhu, don't try to go into compromise on anybody. So, Srila Prabhupada hat immer alle gewarnt, macht keinen Kompromiss mit jemandem, spricht immer über die absolute Wahrheit, was Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat und gelehrt hat. Es ist nicht, dass du aufzeigen willst, dass du ganz ein sanfter, freundlicher Sadhu bist und dann alle fallen auf so einen Sadhu rein, der was sich nach außen hin gibt, er sich so freundlich und der gibt sich so sanft und das und die Leute fallen auf das rein. Aber ein Sadhu, der hat das Recht und der wird manchmal hart sprechen, aber das ist eben nur für das absolute Wohl, für die Leute. Srila Sanatana Goswami, der hat sogar manchmal die Devotis mit seinen holzernen Sandalen und mit dem Tandem im Stock hat er sie geschlagen und hat gesagt, geh. Heutzutage ist es ganz eine kritische Situation. Es ist eine ganz seltene, ganz selten kannst du dir über so eine absolute Wahrheit hören heutzutage. Nachdem Srila Prabhupada von der Welt gegangen ist, war eine gewisse Schwierigkeit in der Maat. Parampuja Bhat Keshu Goswami, der war danach der ist falsch verurteilt worden fürs Gefängnis. Madhav Maharaj hat kaum Platz gehabt.
wo er mit seinen Devotees bleiben kann. Und Radharan Brahmachari war ganz jung. Wo soll er hingehen? Was soll er machen? Er ist zurück heimgegangen zu der Zeit. Er wollte irgendwie sich schützen, weil er gesehen hat, es ist eine schwierige Situation jetzt momentan. Interested to come back. Then Paramahansa Bhakti Madhu Goswami Maharaj, Paramahansa Santo Goswami Maharaj, and Srila Jadava Goswami Maharaj, they all make one nice team. They wanted to open one mount. They wanted to open one mount, the first mount. They wanted to open one mount there in Rup, that was in Midnapur city. Midnapur city, one Jamindar house. So, dann wollten die ersten Devotees ein Haus mieten, das was voll mit Geistern war, und dort, die wollten das kaufen, weil es billig war. So, die Devotees haben sich dann zusammengetan und derjenige, der Verkäufer, hat es leicht hergegeben, weil es eben mit Geistern besessen war. Und dann haben sie angefangen, das ganze Haus zu reinigen und zu putzen. Und dann haben sie Hare Kirtan angefangen zu singen. Und nachher seiner große Steine sind auf einmal vom Dach runtergefallen, weil die Geister haben die geworfen auf dem Vyasasan. War eine schwierige Situation, aber das sind Madhav Maharaj, Shanta Goswami Maharaj, Java Goswami Maharaj, das sind unsere Guru-Varga, die haben einfach weitergemacht mit Kirtan und so die ganzen Geister sind schlussendlich verschwunden. Der Mat nennt sich Shyamananda Gaudiya. In Midnapur. Shyamananda Prabhu war in der Gegend ganz bekannt und erfolgreich. Birbhum, Rankodesh. Das war die Aufgabe von Srinivasa Acharya, Shyamananda Prabhu und Narottam Das Thakur. Manipur, Bengal, Bangladesch, das war von das Predigergebiet von Narottam Das Thakur. So, die haben alle dort angefangen zu sprechen über Chaitanya Mahaprabhus Mercy, über Herz. So, die Shyamananda Gaudiya Math ist dort jetzt entstanden. Madhav Maharaj war, Hayagriva Brahmacharya war vulkanische Energie, der hat so viel gepredigt überall und die haben vollen Erfolg gehabt. Kumud Shanta Goswami Maharaj genauso. That time there was no place where to start much. Somebody was very interested to give some piece of land. So, es war eine Person, die was ein bisschen Land geben wollte, aber sie haben gesagt, oh, du musst auch Lüge sprechen, dann kann ich dir das Land geben. Also du sollst dann vor dem Gericht, du musst eine Lüge sprechen. Und Shanta Goswami sagt, ich will nicht dein Land. Ich brauche das nicht. Auf die Art und Weise mache ich das sicher nicht, weil ich werde keine Lüge sprechen. Wenn das der Wunsch ist von Chaitanya Mahaprabhu, nachher wird es stattfinden. Und in der Zwischenzeit hat er dann ein schönes Land gekriegt in Keshari. Keshari Math ist dort. Das ist der Math, was Shanta Goswami als erstes aufgemacht hat. Keshari Math. Ganz, ganz hervorragendes Predigen. Powerful. Wie Swami Maharaj, der was zu den herkömmlichen Leuten predigt hat.
all die ganzen drogensüchtigen, betrunkenen. Swami Maharaj hat den in Amerika angezogen. Das war seine Prediger-Taktik. Shanta Goswami Maharaj genauso. Aber wenn der gar nicht jetzt sprechen anfängt, sondern nur Kirtan macht, dann kommen da schon Tausende von Leuten. Er hat nicht einmal sprechen müssen. Und das hat so viele Leute angezogen. Und in Midnapur war ganz so erfolgreich. Und die Leute sind ein nach der anderen gekommen. Sei Wahrhaftigkeit und sei Erscheinen und sei Kirtan. Und hat dann angefangen, Einweihungen zu geben. Und hat dann noch einen Tempel in Kharagpur aufgemacht. Das ist die Stadt von der Station dort, das ist nicht weit. Von der Kharagpur-Station, in der Nähe von dem Hospital von Kharagpur. Shamdas Prabhupada ist seit 2 Jahren davor da gewesen. Aber die Situation war nicht so gut zu der Zeit und er hat es aufgegeben. It was the standing instruction of Srila Bhakti-Vilas-Tirtha Goswami Maharaj, Kunjada. Bhakti-Vilas-Tirtha Goswami Maharaj, Kunjada, hat zu ihm gesagt, zum Kumud Goswami, du musst kommen zu mir, wenn ich dich rufe. Jederzeit, wenn ich dich rufe, musst du kommen. Yes. Second order, you will have to organize Und der zweite, das zweite, was er gesagt hat, war, dass du den Navadvitam-Parigram, den musst du organisieren. Und Kumud sagt, ja, das macht er. Die dritte Unterweisung war, du gibst deinen ersten Schüler für die Chaitanya Mahat, für den Dienst von der Chaitanya Mahat. That Seva, his name is Kanupriya Baba. He loved me from heart. Sam Baba is ganze. So loved. Das ist derjenige, das ist Kanupriya Baba. 7, 8, when Srila Maharaj leave body, especially that year, I speak Harikatha in main mart there in Behala. Also, they organize another Harikatha there in near Bangladesh border. It's called Champara. They also arrange. When they speak Srila Kanupriya Baba Maharaj going, see, he expects you must go. Sure, if he is going, I must go. He is sitting here, I am sitting here, with laughful, gossiping, and going there, and in there also they arrange bed here and here. My bed here. So I am speaking Harikatha there, actually. So he is the first disciple of Srila Santa Goswami Maharaj. His age is now around 97, 98, I think so, or more than that, maybe 99, I forget. But for a long time I cannot go. And he was, from the very beginning, Srila Santa Goswami Maharaj and his age depends 1 year. Santa Goswami 1 year senior to him. Shanta Goswami Maharaj ist ein Jahr älter wie Kanupriya Baba. So die 3 Anweisungen hat Kumud Shanta Goswami Maharaj gegeben. He used to stay most of the time in his preaching, Bhakti Goswami and Santa Goswami Maharaj, all the time, in different place or different place preaching. In Navadvip Dham Parikram, that time is special, case. Srila Santa Goswami Maharaj and all senior devotees. So zu der Zeit vom Navadvip Dham Parikram haben Kumud Shanta Goswami Maharaj und die Devotees den Parikram
gleitet zu verschiedenen Orten im Narrativ. Parikram, wenn du Dhamparikram machst, das ist immer unter der Führung zu machen von reinen Guru und Vaishnavas. Wenn du das selber allein machst, oder du folgst einer gebundenen Seele, vielleicht 80% oder 90% verstrickte Seele in der Welt, nachher ist der Parikram nicht wirklich perfekt. Parikram muss gemacht werden unter einer Führung von reinen Vaishnava, der was dir wirklich das Dhamma-Tattva aufzeigen kann. Jiva Goswami, Nityananda Prabhu hat Jiva Goswami auf dem Parikram geleitet. Nityananda Prabhu ist Guru Tattva. Also, sometimes Srila Bhakti Goswami used to call him, especially Rath-Yatra Utsavadi. Also manchmal hat ihn der Madhav Maharaj nach Puri geholt und die haben dort zum Rath-Yatra-Festel haben sie Kirtan gemacht, haben den Gundicha gereinigt. If I can show you the picture, you can go mad. You cannot believe that how it's possible. How is it was possible that time? So all they working and going for Gundicha Parikram. So zu der Zeit sind alle zusammengegangen und haben Gundicha Parikram gemacht, haben Gundicha gereinigt. Zum Nishingadev-Tempel sind sie gegangen. Very nice. Not only that, for hours, they are doing special attraction. They are cleaning temple. But in between, gapping, they start Kirtan. So, die reinigen den Tempel und dazwischen machen sie immer Kirtans. So, alle sind ganz angezogen von dem, was da passiert vom Gundicha-Tempel, von den Devotees. Der König von Puri hat da spezielle Möglichkeiten gegeben für die Gaudiya Vaishnavas. Der König hat ihnen erlaubt, vor dem Rath-Yatra zu singen und Kirtan zu machen. Heutzutage hat der König von Puri großen Respekt für die Gaudiya Vaishnavas. Bhakti Maharaj ist zum König gegangen. So this way actually he used to do Kirtan so nicely, not only that, in front of Rath-Yatra Kirtan. So das ganze Rath-Yatra-Fest war dann ein Kirtan mit Metanga und Trommeln und die Devotees haben gesungen. Und die haben sich niemals müde gefühlt. Krishnadas Babaji Maharaj war manchmal dabei. So you see, so Behalamat also started there. Mantong there also he started one month, here and there. He was very neutral personality. Srila Santam Goswami Maharaj, der hat die Spezialität, das ganze neutrale Person. Wenn du ihm $10,000 gibst, dann soll er über dich sprechen. Es ist nicht so. Er ist ganz neutrale Person. I am bound to speak that what is the actual duty of Sabhapati. So, was ist die Aufgabe vom Sabhapati? What is the actual duty of a Sabhapati, chairman of any Sabha? I mean Hari Sabha, not outside Sabha. What is the actual duty of one Sabhapati, chairman
So, was ist von einem Aufseher, von einem Hari-Kadar-Fest, von so einem Aufseher die Pflicht oder die Aufgabe? Was soll er machen? Er muss den Maximum Benefit für das Publikum wollen. Also es ist die Hauptaufgabe von einem Sabapati, dass er schaut, dass die ganzen Leute, die was dort hingehen, den größtmöglichsten Benefit rausholen. Nicht, dass er ist mein Neffe oder es ist mein Freunde, deswegen erlaube ich jetzt ihm zu sprechen. Ich erlaube ihm 30 Minuten und ihm leider 10 Minuten und ihm überhaupt nicht. Also keine Partialität. I have seen also 1996, Guru Maharaj Dasapuya here. Guru Maharaj was manifesting Sikh Lila of chair. That time I was there, young age, and sitting there, Maharaj going to speak Harikatha. First of all, Maharaj and all devotees going up to pay dandavat to Guru Maharaj. Guru Maharaj crying and speaking. You all Vaishnava coming. I was supposed to take your go. I was supposed to go down to take all your kripa, but I am now sick. I cannot go. I am very. Guru Maharaj war zu der Zeit krank. Bhakti Goswami, er hat nicht runtergehen können, er wollte runtergehen, eben den Darshan nehmen von all den Devotees und die Barmherzigkeit. Aber er sagt, es war sein Vyasa-Puja. Aber er wollte runtergehen, aber er hatte nicht können, das hat er gesagt. Und alle haben ihn Pushpanjalis dargebracht, dann hat Harika da angefangen und Shanta Goswami Maharaj hat auch gesprochen. Und das war der Stil, wie man also Sabha geführt hat. Und Kumud Shanta Goswami Maharaj ist auf dem Vyasasan gesessen als der Sabapati und dann hat ein gewisser Maharaj hat gesprochen. So Maharaj hat denen vielleicht 15 Minuten erlaubt, Zeit erlaubt. Manch Maharaj, die was ein großes, wirklich gutes Acharyan haben, denen hat sogar obwohl 15 Minuten vorbei waren, hat er sie länger sprechen lassen. Er hat gesagt, sprich weiter, weil er eben richtig gesprochen hat und es richtig erklärt hat und sein Acharyan war auch perfekt, sein Charakter und alles. Und so war das. Und heutzutage erlauben die Sabapatis, die erlauben ihnen vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, so wie in Parampur, wo Prabhupada selber hingekommen ist. Die haben auch nur 10 Minuten Erlaubnis gegeben. Die haben gesagt, stopp. Die haben Prabhupada nicht erlaubt zu sprechen. So, heutzutage können wir uns nicht erwarten. Es sind die Sabapatnis in nicht so einer Stimmung, damit sie wirklich nur aufs Wohl schauen von der Gesellschaft. So Maharaj hat einen Brief geschrieben, Bhakti Kumud so Shamdas Babaji Maharaj, bevor das totale Sikh-Lila manifestiert hat. Er war selber in Suryakund, er hat einen ganz schmerzhaften Brief geschrieben, er kann nicht Guru Seva ausführen, das ist die Situation und das, was soll er machen? So, ich bin ihm gebunden, dort im Suryakund zu stehen, weil ich so mit dem Konflikt aus dem Weg gehen kann. Und Shanta Goswami hat ihm einen langen Brief geschrieben als Antwort. Der Brief war sogar gedruckt. Maharaj speaking that you will have to do Sampradayak Seva. I am very happy to find that you have Seva mood. You can do Seva. You will have to do Sampradayak Seva. These, that, so many things giving instruction to me.
But later on, I was very surprised to see how it is possible. I have nothing. So, Kumud Goswami hat dann zu ihm geschrieben, er soll Sampradayik Seva machen. Und Shyamdas Prabhuji war überrascht, wie kann er das machen? Er ist ins Surya gekommen, hat zu betteln, ein paar Chapatis. Und nachher ist aber alles gekommen bei der Barmherzigkeit von Maharaj. Und er hat angefangen zu publizieren, zu schreiben, zu editieren und so weiter. Also bei seiner Barmherzigkeit ist das möglich gewesen, alles Sacker. So, das Ganze hat eine lange Zeit zurückgesprochen und alles ist aber eingetroffen. Zu der Zeit war Shyamdas Prabhuji noch jünger. Und er hat als Editor agiert. So, er war jünger als wie die anderen, so wer horcht jetzt auf ihn? So those were senior devotees, they giving instruction to, hey, don't change Sama Krishna, don't change any word, be careful. Even if I find some Siddhanta Virod, still I am very careful, they can beat me. What to do? So, Shyamdas Prabhuji hat Angst gehabt, weil er eben jung war. Und die Älteren haben gesagt, wenn er einen Fehler sieht beim Editieren, er soll das so publizieren, wie es ist. Und dann manchmal, wenn er einen Fehler gefunden hat, er war so clever, nachher ist er zum Kumud Goswami gegangen und hat gesagt, kann ich das Siddhanta vorlesen? Und du musst mir dann sagen, ist das wirklich richtig oder ist das falsch? Und nachher hat er angefangen, ihm die Sachen vorzulesen. Und hat Kumud Goswami dann gesagt, stopp, da ist irgendwas falsch. Und dann hat er das rot angestrichen. Dann hat er gesagt, oh, wenn du das Siddhanta so verfasst, ist das richtig? Und dann hat er gesagt, ja, das passt. Und somit hat ihm Kumud Goswami geholfen, dass er wirklich das richtig editieren kann. Aber wenn die anderen älteren Vaishnavas ihm vielleicht Schwierigkeiten gemacht haben, weil er eben durch das, dass er der Jüngste war in der Mat. Und wo er dann alles gedruckt hat und haben das die Vaishnavas gesehen, die anderen von der Mat, und die sind ärgerlich geworden, oh, warum hast du das geändert und das geändert? Aber wenn er dann gesagt hat, oh, Shyamdas Goswami hat das gesagt, das soll er so schreiben. Er hat das geprüft mit ihm und er war der Editor schlussendlich. So, nachher haben sie nichts mehr gesagt, weil sie alle Angst gehabt haben vor Kumud Goswami. Manchmal gewisse westliche Devotees haben gesagt, oh, komm mit mir, wichtiger Maharaj von Amerika, Devotee. Und er hat in Malaysia eine Mat eröffnet, ist jetzt nicht mehr, es war schon 15 Jahre zurück. Er hat seinen Körper schon verlassen. Then the senior devotees, I am servant, that, hey, somebody come with me. Where? You have to take me to Santokasi Maharaj, because we like to discuss something. You have to go with me. And I go with so, der Maharaj, der hat nicht mehr mitgenommen, er will was diskutieren, was... Und das Ashanta Maharaj ist auch da gewesen, oh, der Senior Devotee, der hat mich mitgenommen, um gewisse Punkte zu diskutieren. Und Maharaj hat immer ganz geradlinig gesprochen. Er hat immer nur gesagt, was Prabhupada gesagt hat und Bhakti und Thakur, die ganze Zeit. Nichts anderes, massives Predigen. Auch heute noch. Everywhere you can find the name of Srila Santokasi Maharaj. So powerful.
speaking Harikatha so nicely, he used to love us with. We know many time we have seen Maharaj, some devotee want to take undue advantage of Maharaj's love. From temple committee send me to invite Sir Santu Goswami Maharaj, it's okay. After that, when from here, So viele haben versucht, den Kumud Goswami Maharaj auszunutzen. take Santu Goswami Maharaj and bring here in Mayapur. I will Maharaj, you will have to go. Yes, I must go. My Shiksha Guru, Bhakti Goswami, I will have to go. Then Maharaj, you can go, Maharaj, you see. There is small car. Ambassadors, there is no place. But Maharaj asking, you must go with me. You must go with me. Then after that, find Maharaj, no place for Maharaj to sit. But still Maharaj said, they must go. They must go. This way they are going with Maharaj. Maharaj has no place to sit properly. Still Maharaj allow them. So, es war ganz, er wollte den Bhakti Goswami besuchen, aber im Auto war es so eng. Und dann ist er aber trotzdem in das Auto eingestiegen und ist gefahren. Der hat es ein Rudra-Mat gegeben, einen Tempel, der ist so ein paar, 2-3 Mal zerstört worden von der Ganga. Durch das Wasser, wenn es steigt. Zu der Zeit war auch Srila Shantan Goswami Maharaj mit Turban und alles. Und Shamdas Babaji Maharaj hat den Handfächer. Maharaj sometimes used to speak slang language, very heavy. So heavy. So when Maharaj was very strict actually. So, er sagt Maharaj zu der Zeit, wo er sprechen angefangen hat, war ganz powerful, aber ganz strikt. Also die Leute haben zittern angefangen. So Guru und Shishya, die Beziehung zwischen dem Schüler und Gurudev, das ist, kann so was Freundschaftliches sein. So, das fühlt man in dem von Kumud Goswami Maharaj. When Sagar Maharaj was very loyal, Sagar Maharaj was 100% inclined unto the lotus feet. Er war komplett hingeben zum Shanta Goswami Maharaj. Ganz tiefe Beziehung. Shanta Goswami Maharaj hat ihm 100% vertraut. Und Shanta Goswami Maharaj hat einen Brief geschrieben, oh Gurudev, er geht zum Hospital, er muss sich operieren lassen. Er denkt, er kann nicht zurückkommen. So, er sagt, das ist das Bankkonto von dem Tempel. So, das ist das Anwesen. Er schreibt das alles auf. Das Geld ist für den Zweck, das ist für da, das für da. So, nicht einen einzigen Beißer, einen Rupi hat er für sich selber gehalten. Und Shanta Goswami Maharaj hat den Brief dann gelesen und hat zu weinen angefangen. So, er schreibt eben in dem Brief der anderen Devotee, dass das ist das Geld, was noch vorhanden ist, das ist das Guthaben, das da auf der Bank, das der Tempel, das und das Anwesen. Und er hat gesagt, er muss jetzt zur Operation und vielleicht wird er nicht zurückkommen. So, deswegen hat er ihm das alles überlassen. Und Maharaj hat dann weinen angefangen und die Operation, die war jetzt nicht erfolgreich gewesen. Und er hat den Körper verlassen. Und dann wurde Information zu Maharaj gekommen, nachher hat Kumud Goswami Maharaj hat weinen und weinen angefangen, wo die Nachricht gegeben hat.
already Maharaj told, I'm not going to come back. Maharaj speaking, in my whole life I get Und der Maharaj hat gesagt, oh, und wirklich einen Schüler habe ich gekriegt. Not only that, up to last moment, many times I used to go. When I go to Calcutta, sometimes I used to go there to take darshan of Srila Maharaj. But last time when he was in Srila, that time on special occasion I used to go. There actually, I saw, when I go to pay Dandavati to Maharaj, I saw the picture of Sagar Maharaj. Suppose Maharaj is in bed. So der wirkliche Schüler, das ist Sagar Maharaj. Radha Madan Mohan, and picture of Guru Varga, and picture of that disciple. So Kumud Goswami in seinem Zimmer hat Radha Raman, sein Guru Varga, und da das Bild von dem Schüler hat er in seinem Zimmer gehabt. That picture of disciple, you see. Now you see. You used to see. Up to last moment you have seen the picture of Sagar Maharaj was there. Maharaj used to watch. So what kind of love our Gurudev can have with a disciple? That is the document. That is the document. We should not take undue advantage of Gurudev's reputation, name, fame and position. So was für enge Beziehung der Schüler mit dem Gurudev haben kann und der Guru mit dem Schüler, das sieht man in dem Leben von Kumud Goswami Maharaj. So, vom Guru Maharaj soll man nicht ausnutzen. Heutzutage kann man dann sagen, wenn man Einweihung genommen hat beim großen Guru, weil durch das kriegt man dann gewisse Ehre. Oh, ich habe Einweihung genommen von Bhakti Goswami, von so und so große Vaishnavas. Und nachher nützt das Ganze nur aus. Aber der Sagar Maharaj hat es nicht gemacht. So, heute möchten wir alle beten an die Lotusfüße von Kumud Goswami Maharaj, dass er uns segnen kann, dass wir wirklich voranschreiten können im Hari Bhajan und keine Duplizität kann uns berühren im Herzen. Dass er immer über die absolute Wahrheit sprechen kann. Bhakti Niray Giri Maharaj, Nayananda Babaji Maharaj, Bhakti Vallabhtitya Goswami Maharaj, Bhakti Vigan Bharati Maharaj, Srila Santu Goswami Maharaj, Anupriya Baba, who not? Bhana Baba, follow. Guru Maharaj, all they give instruction to me to engage in Bani Seva, to speak Harivara. So Shyamdas Babaji Maharaj hat für so viele Bhakti Vallabhtitya Goswami Maharaj, Kumud Goswami Maharaj, für so viele große Kanupriya Goswami Maharaj und so weiter, haben ihm alle gesagt, er soll Vani Seva machen. Und deswegen folgte das, die Anweisung in seinem Leben ausführlich, dass er ihm immer Harikatha gibt und alles editiert und so weiter. To serve Guru Vaishnava, so seeing my negative mood, after watching my negative mood, they wanted to pass away me and go on to this eternal world. From there they can bless me so that I can get, someday I can get quality. Bharati Maharaj used to speak very nicely. He was association directly more than me. Bhakti Maharaj used to stay with him long time. So any question if you have? No? Alright. I have one question. How do we get a love in our heart that is covered? How do we uncover it? Consciousness is there. Wie kann man die Liebe in unser Herz kriegen, was die Vaishnavas haben? Das ist bedeckt. Jivatma means ki? Chit particle. Jivatma means chit particle. Chit particle means eternally existence. So Chit Particle Particle, es ist there must be. das Ewige im Herzen. But it is covered up by
Aber das ist bedeckt von Maya, von der illusionierenden I can Energie. discuss this point next day, maybe Kusha Abhishek on 10th. That day I can speak clearly. Some Jivatma coming from Sankarshan. I can discuss this point. Even there in Golok, even in Vaikuntha also. From Mul Sankarshan and from Mul Sankarshan, Balaji Maharaj, Baladev, they are actually eternally always ready to serve Krishna. Nitya Mukta. And another group, those who are in Vaikuntha Jaga, they are also coming from Sankarshan to render 10 types of different seva. Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Sikshamrita writing, they are always serving in different way. Follow what I say. One example I can give next day, you can understand. Our digestive system is there inside. Our digestive system So is wir there haben einen inside. Verdauungsprozess. So according to demand, secretion coming, secretion, Durch die Verdauung kommen verschiedene Sekrete. Es wandelt sich um, wenn du jetzt gewisse Sachen isst, das wandelt sich um in Sekrete. All different kind of enzyme and secretion going to help you to digest. Follow. Und das alles, das verarbeitet das Verdauungssystem alles so, dass das alles in die richtigen Positionen geht im Körper. Öl, Ghee, Chili, Reis und alles, das wird zu verschiedenen. Die Paramahamsas, die lernen immer von allem. Paramahamsa, der lernt auch von einem Hund. Oh, heute hat der Hund Chapati gekriegt, dann fühlt er sich wohl, okay, und schlaft. Und er ist immer bereit, steht immer auf, um seinen Gurudev zu dienen. So vom Hund kann man das lernen. Er schlaft wie ein Sadhu, aber steht sofort auf, wenn es Herrele braucht. Wo er seinem Gurudev dient hat, Babaji Maharaj, er hat da geschlafen wie ein Hund, draußen vor der Tür und war immer bereit, wenn sein Guru irgendwas gehört hat, hat er sofort da gewesen und hat verschiedene Dienste dargebracht. I should not disturb. He going inside, old age, there was catching in bathroom, they were sleeping. So war Maharaj, der hat nämlich sich die Hand gebrochen und eine Rippe, wo er sich im Alter selber auf die Toilette gegangen ist. So, aber Babaji Maharaj wollte immer bereit sein und schauen, wann sein Gurudev in seinem Alter, dass ja nichts passiert. So verschiedene Arten, was du jetzt in den Körper aufnimmst, die werden verarbeitet. So von der Zunge wird es schon in gewisse Sekrete umgewandelt und das geht dann so in den Körper. So die Zunge, da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt Butter und Ghee mit der Hand verschmierst, das verschmiert sich und ist fettig, aber auf der Zunge, da ist nichts fettig und nichts verschmiert. So das so wenn die Zange einen kleinen Fehler macht, nachher beißen die Zähne zu. So die Zunge regt sich aber nicht auf. Warum? Oder wenn du manchmal Zahnweh hast. That time your tongue always going touching this portion, which is dangerous.
and saying, oh Und my die Zunge God, versucht dann immer zu dem Zahn zu gehen. if any danger is here, but tongue always going to take information. How you are? Now, Und die Zunge fragt dann immer, oh, wie geht's dir? Was fühlst du? follow. You have to learn. Tongue is very big sadhu. All our guru are sadhu. So I can give example. Bonded soul, what condition? Mukta Purusha. You can fight with me. Why Mukta Purusha there? Bhagavan is not impartial. Why not? Sankarsan from Balaram coming some group. They are also Jiva. They are also Nitya Mukta. Always serving. Moon. And from from Mahavishnu another Jivatma coming. I mean Tattvasa Sakti. Tattvasa Sakti, Jeev Sakti. They are also, they can get free. When they are going to enjoy Sarup Shakti Kripa, when they are going to enjoy Sarup Shakti Kripa, they can also get free and engage in eternal self. So Maya is so strong, so strong. I cannot speak in philosophy. You will have to be alert all the time. 24 hours, whole life you will have to be very careful. You have to put question yourself. You have to, I am making any mistake? I am making a mistake? I am all the time. Be careful. And if you have the right scope to get the association of Srila Santa Goswami Maharaj, Bhakti Kumud Maharaj, Sadhu Sangha. Only and only you will have to do Sadhu Sangha. Lack of Sadhu Sangha, putting the whole world into the ocean of misery. Only one thing, I mean Vyasa. If at all if you are going to take right association, I cannot forget. I can never forget in my whole life the association of Bhakti Kumud Maharaj, the association of Santa Goswami Maharaj. I can never forget. I can never forget unto my last day. What kind of love I got from them, affection, I cannot. That is my treasure. Maybe you can find no bank amount there, but still this is my treasure. Only. So always I like to guide myself. You can think there is no guidance in your life. Who told you? You stay with me and see, watch. If you are going to express some doubt, you can ask those who are staying with me. They can speak you what I am doing. Then you can watch as if Santa Goswami are putting one danda behind me. Hey! Always with one danda ready. So, I am doing my bhajan this way. Don't think that Guru Varga is not there with me. I feel Guru Varga is always there with me. I feel all the time that Guru Varga is there with me. Yesterday some master from Canning, he is opening one special website, only Bengali. bhaktisiddhanta.org Bengali. All Bengali Katha. He is speaking, we are watching here all the time in TV. We connect, okay. He is putting some question. Actually, I told him that I am not going to take help, undue help from anybody. If at all Sevak is not there, actually Sevak is not there, I am sufficient to do. You can go, man. I am doing bhajan, night time, okay. Now I am not going to express something. Technique. I put water in the oven, water boiling. There I am doing bhajan, doing some bath, everything. Then run, wash the rice and chal and put in the water. Then again come. This way I have some technique. Follow. When I am doing seva, he want to help me. Maharaj, I can come. Oh, no, if you come, it is great headache for me. Yes, I will not guide them. I do everything. If Torun is not there, okay, no problem. If somebody want to do, I can help you in go seva. No, I will have to do your seva. You cannot do go seva. What go seva you can do? I will have to help you. You don't know. You have no seva move. So better I am no problem. Brujavasi is there. One Brujavasi Brahman coming is very nice, love me very much. I say Brujavasi is from Ravarani, Raval, birthplace. He is my heart.
I love all Brajavasi. So for so long time I was in Braja. Never I developed any fighting in Brajavasi. I told that Brajavasi, I am going to give heart to you. If you like to take this Gosala, I take. You stay here. Maharaj, I can stay. He is staying, helping me. And I am cooking everything. Now I can run and start cooking. Within 1 hour I can finish everything. Follow. You have to do. Because if I am not going to help myself, how I can do bhajan? So Maya, not a big problem. Big problem is that you are concentrating on material things. Big problem. So Bhopal told, material people can go on speaking about material things, worldly things. Bhopal told, I can discuss next day. Bhopal told, material people can go on speaking all about worldly things. You need not pay Srila Prabhupada sagte, concentration. können uns nur sagen, wie du über materielle Leute, materielle Dinge sprechen kannst. Also du kannst das, nimm keinen Charakter oder irgendein Siddhanta von denen an. Du gib ihnen Ehre. Extern gibst du ihnen Ehre, aber intern gibst du dann aber zu deinem Guru Varga. Prabhupada sagt, dass du nicht irgendwas annehmen sollst von materiellen Leuten. Du musst zum Markt geben, da und da. But you must be very careful all the time mentally. Mental association is topmost. So, mentale Gemeinschaft ist das Höchste, ist perfekt. Und physische Gemeinschaft kannst du nicht immer kriegen. Mental association very important, but for common devotees, physical association very. But physical association, where from they get? They want to hear very sweet, sweet Harikatha. So sweet. Sweeter than honey. They can speak so nicely. They say, that's your popularity. Lakhs of people, subscriber. But if I request them to speak all about Popato, let me see how many subscribers they can enjoy. Viewers? Huh? There are mixed people in the world. Some want to make some advancement in spiritual life. Some want to take undue advantage of this, situation in which they are put into. They are with Tilak Mala, they are busy to collect money. Simply. Balance. So many huge properties, they are busy with this. Somebody in the form of sannyasi and brahmaji is ready to get some association, no? Woman association. Very nice, you can enjoy. Enjoying mood. So long as enjoying mood is there in you. Not enjoying mood. Not enjoying mood. What to speak about enjoying mood? Smell of enjoying mood. You cannot expect to start Hari Bhajan. Harirhi nirguno shakshat purusho prakriti parehe. Is spoken by Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj. Harirhi nirguno shakshat purusho prakriti parehe. Is beyond this material conception. Prakriti parehe is turiyo. Is a chinmay. Harirhi nirguno shakshat prakriti parehe. You cannot. I can discuss another point. I can discuss that tatro bhagavata dharmano shikshet gurvatma dayataha. This book I can discuss next day. So you can do bhajan. I can see. If you are going to enjoy Sadguru Kripa, first of all you will have to take shelter unto the lotus feet of Sadguru. If you are not going to enjoy the Kripa of Sadguru, in next thousands of births you cannot expect to come out successful. Sadguru you will have to take.
settled fast. Even Madhyamadikari is there. Even Madhyamadikari, perfect Madhyamadikari, still okay. Don't try to leave Guru there. But you will have to take help of one Shiksha Guru. Follow to make further advancement. Even Madhyamadikari Guru you cannot leave. By chance your luck was there. Follow what I say. So